Ja, servus, hallo, ich grüße dich. Der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video zu meinem 9. Jahrestag hier in Thailand ansiehst. Ich bin heute irgendwie etwas aufgeregt und manchmal habe ich das Gefühl, heute ich suche schon so nach Worten, wenn ich mich unterhalte, dass mir manchmal die Worte nicht einfallen. Ich hoffe, es wird okay in diesem Video, dass mir doch die Worte irgendwann einmal einfallen. Bevor ich aber jetzt zu den Sachen komme, wie ist Thailand in 9 Jahren, wie ich Thailand in 9 Jahren erlebt habe und was sich so alles verändert hat innerhalb von 9 Jahren in Thailand, habe ich vorweg einmal ein paar Sachen eben in eigener Sache zu erzählen. Prinzipiell habe ich so das Gefühl, irgendwie bin ich ein bisschen in Feierstimmung und eigentlich wollte ich diesen 9. Jahrestag richtig schön zelebrieren, wirklich auch mit dir. Und so, ich habe extra dazu ein Lied komponiert oder angefangen, ein Lied zu komponieren und habe mir gedacht, super, da mache ich einen Straßenzug und ich gehe der Straße entlang, blockiere die Straße und singe dieses Lied auf der Straße und tanze dazu und so weiter. Aber natürlich hätte ich einen Kameramann dazu gebraucht, aber leider hat mir mein Kameramann abgesagt und alleine geht das irgendwie nicht. Da war ich auch irgendwie so demotiviert, dass ich dann das Lied im Endeffekt gar nicht fertig geschrieben habe. Aber der Titel ist zumindest fertig und vielleicht sollte ich dir den Titel da trotzdem nicht vorenthalten. Der Titel heißt: Ich habe ein zweites Loch in meinem Arsch, ich bin ein König. Also das ist der Titel zu dem Lied, das gewesen wäre. Leider ist es nicht fertig geworden. Es wäre bestimmt auf dem Niveau gewesen wie von diesem, wie heißt der, Nicky irgendwie oder so, von Finger in Popo, Mexiko, wäre wahrscheinlich philosophisch, niveaumäßig mindestens auf der gleichen oder mindestens dem ebenbürtig gewesen. Aber leider ist das halt so. Was soll ich machen? Ich habe mich auch gefragt, warum sagt mir der Kameramann ab? Ist es, dass er Angst hat, dass er doch ein paar Watschen kriegt von den Leuten, die wir auf der Straße hier aufgehalten hätten oder nicht? Man weiß es nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, wirklich persönlich, für mich jetzt persönlich, das ist an und für sich ein sehr seriöses Thema, was ich jetzt anspreche. Und zwar, ich bin ja vor 9 Jahren ausgezogen, beziehungsweise es ist schwierig, wenn da Worte fehlen, manchmal, wie du anfängst überhaupt. Es geht um wirklich glücklich sein, um Happiness und so weiter. Es gibt ja diese Glücksforscher, Seligmann, Martin Seligmann, das ist, glaube ich, so der Pionier der Glücksforschung. Sonst, die Psychologie befasst sich ja sonst nur mit Negativen, mit Depressionen und so weiter und so fort. Der Seligmann, das ist der Pionier, der zum ersten Mal überhaupt versucht, so Glück zu erforschen. Aber ich weiß jetzt nicht von wem, aber von diesen Glücksforschern gibt es ja eine Studie oder gibt es Studien. Und zwar hat man untersucht, man hat Leuten unter Laborbedingungen im Endeffekt untersucht, für was sich Menschen entscheiden würden, wenn die zum Beispiel 10.000 Dollar hätten und die Möglichkeit hätten, für 10.000 Dollar sich ein Auto zu kaufen oder für 10.000 Dollar Urlaub zu machen. Und was machen die meisten Menschen, zumindest Amis wahrscheinlich, das um Dollar geht nicht an, das war Amis, wenn die 10.000 Dollar zur Verfügung haben? Die meisten sagen, ich kaufe mir das Auto mit der Begründung, weil dann habe ich ja einen Wert. Urlaub, ich fahre den ein paar Wochen oder für 10.000 bist du lang unterwegs, 2 Monate oder 3 Monate und dann ist das alles weg. 10.000 Dollar, nee, das ist schlecht. Das ist dann eben in 2 Monaten oder in 5 Wochen oder wie immer ist das weg. Das Auto ist aber dann noch immer da. Ich schaffe mir lieber einen Wert und investiere die 10.000 Dollar in ein Auto. Das ist das, was Menschen, wie wir uns rechtfertigen, was die meisten Menschen machen würden. Fast ausnahmslos alle sogar. So. Untersuchungen aber zeigen, gleichzeitig haben die auch untersucht, Leute interviewt und befragt, was die denken, Menschen, die vor 20 Jahren ein Auto gekauft haben, wie viel Wert die Menschen dem beimessen, dem Auto, das die vor 20 Jahren gekauft haben. Wenn die für 10.000 oder 15.000 Dollar ein Auto gekauft haben, können sich viele Menschen nach 20 Jahren gar nicht mehr richtig erinnern, was für ein Auto, für die ist das komplett sinnlos und eigentlich sagen viele Leute danach, ja, ich weiß nicht, also wenn die nach 20 Jahren befragt werden, sagen die, vielleicht wäre es überhaupt
wenn man sagt, wie glücklich bist du mit der Entscheidung, war das richtig toll, sagen die, na, vielleicht, eigentlich hätte ich aufs Auto auch verzichten können und hätte irgendwie was anderes machen können oder hätte ein billigeres Auto kaufen können, weil eigentlich hat mir das Auto gar nichts gebracht. Während Menschen interviewt worden sind, die Urlaub gefahren sind, und wenn die zurückdenken vor 20 Jahren an den Urlaub, dann hat der Urlaub oder die Reisen, die die gemacht haben, einen viel, viel größeren Wert noch als damals. Also der Blick zurück, und kein Mensch sagt, boah scheiße, na, ich hätte die Reise lieber nicht machen sollen, ich hätte lieber Auto kaufen sollen. Das sagt niemand. Niemand. Während aber Leute mit den Autos angeben, wenn die gefragt werden, wäre es vielleicht besser gewesen, sie hätten die Welt bereist, sagen die ja. Das hätte vielleicht besser sein können. Während die Leute, die Urlaub gemacht haben, da sagt niemand, ich hätte lieber ein Auto gekauft, sagt jeder, das war toll, das war super. Und viele noch, die sagen, ich hätte eigentlich viel mehr reisen sollen, wenn ich heute drüber nachdenke, weil das verändert das Leben und das ist sehr wertvoll. Also in dem gefühlten Wert steigt jede Reise. Damit meine ich jetzt nicht diesen All-Inclusive am Ballermann oder in der Türkei, wo du dann auch wieder nur unter Deutschen bist, unter deinen Nachbarn. Ich meine wirklich eine Reise tun, wo man ins Flugzeug selbstständig einsteigt und irgendwo hinfliegt, wo du nicht beim Flugzeug einsteigen schon das Hirn abgeben kannst, weil alles organisiert ist auf der Reise, sondern wirklich, wo du eine fremde Kultur, wo du andere Menschen aus einem anderen Kulturkreis kennenlernst. Warum erzähle ich das? Weil es mir ein Anliegen ist, gerade weil es mir jetzt in den letzten Tagen immer so ein bisschen reingehämmert ist, vor allem weil es um Glücklichkeit geht. Also wenn du meine Videos länger guckst, dann wirst du vielleicht wissen, dass ich vor einem Jahr noch unter Depressionen gelitten habe, und das war schwierig damals. Wenn du unter Depressionen leidest, dann kannst du ja nicht freuen, dann ist ja nicht, dass du jetzt dann zurückblickst und sagst, das war super, weil eigentlich alles von so einem grauen Schimmer im Endeffekt überdeckt ist. Aber gerade eben mein Kameramann, der mal abgesagt hat, der hat auf Facebook was gepostet, gestern oder vorgestern, und das hat mich auch so ein bisschen dazu inspiriert. Er hat geschrieben, es ist nie zu spät anzufangen. Und ich habe darunter geschrieben, vor allem oder noch wichtiger, es ist nie zu früh, um anzufangen. Und gerade wenn du meine Videos kennst, vor einem Jahr habe ich gesagt, eines der wichtigsten Dinge, nicht nur um aus Depressionen rauszukommen, sondern um glücklich zu sein im Leben, nimm keine guten Ratschläge von anderen an, also keinen. Und ich möchte keinen guten Ratschlag geben, aber ich möchte dich wirklich einladen, denk selber darüber nach und entscheide selber darüber, ob das vielleicht Sinn machen kann für dich. So ein Satz wie, es ist nie zu früh anzufangen. Wenn man oft so darüber nachdenkt, wie oft man zögert im Leben, man hat so einen Herzenswunsch, du hast irgendeinen Wunsch und denkst, das würde ich eigentlich tun. So wie zum Beispiel Reisen. Bei mir fällt mir das ein, weil ich eben von 9 Jahren weggegangen bin, schweren Herzens. Es war eine super schwierige Entscheidung, weil der Hintergrund da extrem trauriger ist mit meinen Kindern und so weiter. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Aber du hast trotzdem das Gefühl, du solltest irgendwie weg und es zerreißt dich irgendwo. Und es gibt viele andere Sachen im Leben auch oft, wo du denkst, ich sollte das vom Herzen her machen. Egal, ob es das im Job ist, ob das mit deinem Lebenspartner ist oder mit der Wohnung, wo du wohnst oder wo du lebst, nicht zufrieden bist und du denkst, eigentlich würde ich gerne was anderes machen im Leben. Junge, ausweichlich. Also es gibt 2 Sachen, die fix sind im Leben. Das eine ist der Tod und das zweite ist, wir müssen mit unseren Entscheidungen leben. Jeden Tag, da führt nichts anderes da vorbei. Wir müssen tagtäglich, jeden einzelnen Tag mit unseren Entscheidungen leben. Und wir entscheiden uns so oft gegen unser Herz, wo wir denken, ach, das würde ich gerne machen. Da stimmt eben auch das, es ist erstens nie zu spät, aber es ist auch nie zu früh. Wenn du selber zurückblickst, es sei denn, du bist 12 Jahre, aber wenn du 30, 35, 40, 45 bist, dann hast du bestimmt einige Sachen, wo du zurückblickst und dir denkst, hätte ich da nicht bloß schon früher angefangen. Weil man sich das nicht erlaubt, weil man denkt, man muss noch warten, es passt noch nicht. Ne? Es ist so wie, ich habe manchmal das Gefühl, Leute, so vergleichbar, wenn man das mit, weil ich Skilehrer bin und Trainer bin, wenn man das so vergleicht, das wäre so, wie wenn jemand Ski-Olympiasieger werden würde wollen, aber schon im A-Kader einsteigen würde wollen, ohne jemals einen Grundkurs zu machen.
Und das lähmt so viele Leute, die sagen, na, ich bin noch nicht perfekt. Das ist so, wenn man irgendwas macht, man fällt hin, man macht Fehler. Man macht nicht Fehler, man lernt. Weil beim Hinfahren lernt man. Das ist ganz normal der Lernprozess im Leben. Und deswegen mein guter Ratschlag, denk einfach selber darüber nach. Ich glaube nämlich persönlich, wir sollten viel mehr mit unserem Herzen leben, als mit unserem Gehirn. Denn, wie gesagt, irgendwann kommt der Deckel drauf bei uns auf die Kiste und dann ist im Endeffekt egal. Ich glaube, wenn du zurückblickst, dann denkt kein Mensch denkt zurück, boah, ich hatte so ein geiles Leben, ich habe immer mit dem Hirn gelebt, ich habe alle logischen Entscheidungen getroffen und super, und ich habe die Fakten, wie man die ganze Umwelt und jeder eingeredet hat, dass ich leben sollte. Der Mensch ist nicht glücklich. Du bist viel glücklicher, wenn du denkst, boah, ich hab mein inneres Herz nach außen gelebt. Da gibt es auch viele Sachen, die nicht angenehm sind, die nicht schön sind. Wie gesagt, weil man lernt, man fällt hin und steht wieder auf. Aber es gibt viel mehr Erfüllung. Das ist so wie mit dem Reisen. Ich kenne niemanden, der nach seinem Herzen lebt, der es bereut. Ich kenne nur Menschen, die nach ihrem Hirn leben, die nach Geld streben, nach einem Auto. Dann haben die alles, was die wollen, und dann sitzen die in ihrem Auto, in ihrer Villa und so weiter, lassen sich gekaufte Freudenmädchen kommen und so weiter und versuchen sich einzureden, wenn sie jetzt mit diesen 3 Frauen im Bett liegen, dann sind sie glücklich. Aus männlicher Sicht. Ich weiß nicht, was so Frauen so genau machen, da kenne ich zu wenig von diesen Erfolgsfrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich nehme an, es wird auch nicht viel anders sein, weil ich glaube, dass wir Menschen alle gleich sind. Unser Herz, unsere Herzenswünsche machen uns glücklich, nicht unsere Verstandeswünsche. Unsere Herzenswünsche machen uns glücklich. Und doch, ja, vielleicht so eine Aufforderung, denk einfach darüber nach, so wie ich bin heute glücklich, obwohl ich hatte wahrscheinlich mehr negative Sachen. Das hängt aber damit zusammen, die ich schon mitgenommen habe, wo ich aus Österreich weg bin. Und trotzdem bin ich so froh, dass ich das gemacht habe. Heute kann ich drüber lachen. Ich habe so viele positive Sachen hier erlebt in Thailand. So viel lustige Sachen. Manchmal, ich könnte mich noch immer halb totlachen an Sachen, die passiert sind vor vielen Jahren. Auch wo ich war ja einen Monat im Endeffekt unterwegs auf Reisen. Jetzt bin ich wieder zurück in Chiang Mai. Was ich da so erlebt habe in Jahren, das ist unglaublich. Deswegen, ja, ich möchte echt so einen Denkanstoß an dich geben. Nicht dir sagen, mach irgendetwas, sondern wirklich einen Denkanstoß, weil ich weiß auch von E-Mails und so weiter, dass mal Leute ja schreiben, boah, du machst etwas, das würde ich mich nie trauen. Und ich glaube, es kann jeder, weil wir leben nur ein einziges Mal. Und wenn es vorbei ist, ist vorbei. Und das ist... Ich glaube nicht, dass du denkst, boah, super, mein Nachbar hat mich geachtet. Scheiß auf den Nachbarn, ob der dich achtet, was der zu dir sagt. Leute regen sich auf. Ich habe jetzt keine Ohrringe, weil ich hier wieder im Kaffeehaus bin, wo ich schon damals gesagt habe, dann nehme ich meine Ohrringe nicht. Die regen sich über meine Ohrringe auf, über meinen Hut. Haben sich Leute, was der jetzt für einen Hut hat. Den Hut, den hatte ich schon 2 Jahre vorher. Den habe ich mal vor 2,5 Jahren gekauft, den Hut. Und Leute sehen das und die einen finden es nicht gut, die anderen finden es gut, weil ich bin super oft mit meinem Hut auf der Straße hier, ich stehe auf der Kreuzung, es kommt jemand vorbei, Thailänder, Ausländer, querbeet durch, die gucken und sagen, hey, du hast einen geilen Hut, der gefällt mir, wo hast du den gekauft? Und andere regen sich darüber auf. Und damit muss man lernen, umzugehen, aber darum geht es jetzt nicht. Also einfach wirklich, versuch mehr in deinem Herzen zu leben als in deinem Verstand. So, das war es jetzt mit der eigenen Sache. Und nun kommen wir dazu, wobei das mit der eigenen Sache auch immer wieder damit zu tun hat, was sich in Thailand verändert hat, weil die ganze Welt ist ja ziemlich ähnlich. Das allererste, was man wirklich, siehst du nochmal, es ist ein fließender Übergang. Seit kurzer Zeit nun verstehe ich Kultur. Ganz am Anfang, ich bin hierher nach Thailand gekommen und ich habe mich wirklich gefragt, was ist Kultur? Wir haben in der Schule gelernt Kultur und ich weiß noch, ich bin mir ziemlich sicher, im 1., 2. Jahr oder 3. Jahr, wo ich in Thailand war, habe ich in einem Video darüber geredet, dass die Kultur für mich, dass das nicht greifbar, nicht verständlich ist, dass das wie ein Gespenst ist für mich. Mittlerweile kann ich Kultur verstehen und das ist wirklich interessant, es hat sehr lange gebraucht, dass man wirklich eine andere Kultur versteht. Und was mir im Zusammenhang damit aufgefallen ist,
was es gerade in Europa auch gibt mit dieser Überfremdung und mit dem Kulturaustausch. Da wird immer wieder das Wort Rassismus verwendet. Ich glaube, das existiert gar nicht. Das ist ein Phantombegriff, den es gar nicht gibt. Ich glaube, kein Mensch ist im Endeffekt von der Rasse, wie jemand ist, dass der Angst hat per se, weil der dunklere Haut hat oder so. Das ist nicht das, wovor die Menschen Angst haben. Ich glaube, die Menschen haben Angst vor dem Kulturismus. Es gibt keinen Rassismus, es gibt nur einen Kulturismus oder Kulturismus, wie man das auch immer betonieren mag. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, einen anderen Menschen zu verstehen. Und eine Sache, um das zu verstehen, ich kann dir das jetzt dann ja nicht beibringen innerhalb von einem Video von ein paar Minuten, wo ich Jahre dazu gebraucht habe, aber was auch sehr stark mit dazu spielt, ist wirklich die Akzeptanz des anderen. Das ist natürlich immer so ein Schlagwort, Akzeptanz, super. Aber das ist so wie, normalerweise fühlen wir uns nicht angegriffen, wenn jetzt jemand Englisch verstehen, aber Spanisch oder Französisch oder sonst irgendeine Sprache spricht, die wir nicht verstehen. Wir sagen normalerweise nicht, die andere Sprache ist schlechter. Das sagen wir normal nicht, oder? Wir sagen, ja, okay, der spricht halt anders. Niemand würde jemanden eigentlich verurteilen aufgrund seiner Sprache. Aber genauso organisiert der eben sein Denken anders. Der verwendet eine andere Sprache. Und Menschen aus einer anderen Kultur, das ist ähnlich wie die Sprache, die verwenden ihr Leben anders, die leben ihr Leben ganz einfach anders. Und das ist weder gut noch schlecht zuerst einmal, sondern die machen es anders. Ich verstehe aber dabei in Deutschland beim Kulturismus, weil die deutsche Kultur doch eine ist, die sehr viel Respekt hat anderen Menschen gegenüber. Und was ich glaube, dass momentan ist, dass Deutschland überflutet wird mit Kulturen, die eben keinen Respekt haben, bei denen Respekt in der Kultur nicht vorkommt. Ich kann es mir nur vorstellen, wenn ich sehe hier Chinesen in Thailand und das ist auch die chinesische Kultur, ist eine Kultur, wo man sich denkt, respektlos, gerade hier drin wieder, ich sitze im Kaffeehaus und das Kind quengelt und dann wird denen der Computer hingestellt und dann wird da irgendeine Kinder-Movies gespielt, volle Lautstärke. Wenn da 10 von denen drin sind, hast du das 10-mal. Während die Mutter mit den Ohrhörern drüben sitzt, mach ein Kind Ohrhörer rein, kauf dem Kind Kopfhörer. Da wäre Respekt über den anderen, weil da spielen die ja Musik und so weiter. Jetzt dann hörst du auf einmal da die Kinderlieder rausträllern aus den Dingen. Ich meine, ist in Ordnung für mich, ich kann damit umgehen, aber es zeigt einfach nur, da gibt es sehr viele Kulturen, die haben keinen Respekt. Das würden Deutsche nie machen. Also was ich Deutsche, Österreicher, zivilisierte Mitteleuropäer kenne, die würden sich Rücksicht denken, die würden sagen, ich bin im öffentlichen Kaffeehaus, da sitzen noch 20 andere Leute rum, ich kann hier nicht volle Pulle, mein Kind hier das machen lassen, zumal ja auf einem anderen Sitz ja jemand sogar sitzt oder ein Kind sitzt mit dem Telefon und mit die Ohrhörer drauf. Wo du siehst, dann nehmen die Eltern Rücksicht. By the way, keine Chinesen. Das ist wieder nicht ein Chinesenkind mit den Kopfhörer. Da ist wieder ein Falang als Vater mit dabei, nehme ich an, Thai Hafi, wie man so schön sagt. So, ich muss jetzt mal nachschauen, weil ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, welche Punkte ich ansprechen möchte über die 9 Jahre. Ich habe mir jetzt mein Telefon geholt, damit ich so ein bisschen, weil ich wollte ja doch ein paar Sachen sagen zu 9 Jahren. Bei der Kultur sind wir stehen geblieben und zu Thailand mit der Kultur muss man eigentlich sagen, vor 9 Jahren hatte ich ja das Privileg, noch wirklich so diese alte Thai-Kultur, so etwas, also die Thai-Kultur, die letzten 60, 70 Jahre hier war, kennenzulernen. Diese Kultur ist mittlerweile komplett tot. Thailand hat sich entwickelt zu einer Narzissten-Facebook-Instagram-Kultur. So wie in dem Kaffeehaus, wo ich hier bin, da musst du ja echt gewappnet sein mental. Du bist hier oft und es ist knackevoll und die Leute sind nur ihr Essen am Fotografieren und auf Facebook und auf Instagram zu posten. Da ist von dieser thailändischen Kultur, wie vor 9 Jahren, wo ich hierher gekommen bin, wo die Leute ja viele noch nicht mal ein Smartphone hatten, gab es ja damals eigentlich noch gar nicht, stimmt, ja. Gab es damals, vor 9 Jahren, da gab es das einzige Smartphone, glaube ich, was es so wirklich gab, war das von Apple, das 2er, das iPhone 2. Und das hat sich halt alles so verändert. Jeder hat heute ein
ein Handy und die kommen trotzdem mal mit den großen Kameras, weil die Handy könnt ja nicht so ein gutes Foto für Instagram machen, wenn der seinen Kaffee, den Kaffeelöffel oder den Salat oder sein Eis fotografiert, wobei die ja auch, die Kultur hier vom Eis, die ist schon sehr anders als in Europa. Was mich hier immer wundert ist, wie die Eis essen. Das will ich auch einmal fotografieren. Die nehmen Toastbrot, also dieses ganz weiche, was man isst, wenn man keine Zähne hat, da stapeln die da so 6, 7 Toastbrotscheiben übereinander am Teller, dann kommt oben eine Eiskugel drauf und dann wird eine Zuckersoße, die eigentlich nur bittersüß ist, drüber gegossen und das essen die dann. So, Zucker, Sirup mit Toastbrot und einer Kugel Eis. Aber das fotografieren die vorher, manchmal gibt es auch noch ein paar Erdbeeren drauf und so. Das wird dann 100.000 Mal fotografiert, in allen möglichen Positionen, auch hier. Die Leute gehen hier zu den Bäumen hin, fotografieren sich hier und manchmal möchtest du direkt hingehen und sagen, findest du wirklich, dass du fotografierst? Weil manchmal siehst du echt, egal, lass mal das lieber, so ist das halt. So, ja, okay. Was noch, was aber trotzdem thailändische Kultur ist, manchmal ist man hier enttäuscht mit so gewissen Sachen, was mir hier passiert ist, ich jetzt vor kurzem erst, das ist etwas, das passiert da in Europa nicht. Ich stehe auf der Kreuzung und auf einmal leuchtet bei mir beim Motorrad vorne eine rote Lampe auf. Und da gibt es ja so den Witz oft, so wie es gibt die Leute, die das flicken, dann biegt man ein Kaugummi drüber aufs Armaturenbrett, dann sieht man den nicht mehr und dann ist der Schaden behoben. So, jetzt dachte ich, ich bin da drüber weg, ich weiß das soll man nicht machen. Fahr in die Werkstatt hier in Thailand, in eine Werkstatt. Sagte, und ich gucke dann auch, es war das Wasser, das rot geleuchtet hat, ich wusste aber nicht, was ist. Und gucke dann eher auf meinen Wasserbehälter und sehe, der ist so unter dem Minimum und denke mir, aha, das ist es. Jetzt fahre ich in die Werkstatt, erkläre dem das, sage hier, leuchtet rot da das Heißwasser. So. Dann sitze ich halt drüben irgendwie, weiß nicht, schaue in mein Telefon rein, auf alle Fälle habe ich nicht gleich direkt den Start, merke ich, der Typ hat so das Armaturenbrett rausgeholt schon, runtergeholt. Und ich denke mir so, was macht der am Armaturenbrett? Das Wasser ist ja, der ist sicher nicht unterm Tachometer, wo du das Wasser reinführst. Da gehe ich da hin, sage ich, hey, was machst du da? Und dann sagt er, ja, die Lampe rausholen, die ist rot. Ich schwör's, das ist kein Gag, das ist Tatsache. Und da dachte ich mir, Alter, das kann nicht wahr sein, oder? Das ist auch ein Kulturunterschied zu Europa, wie ich ihn kenne, zu Thailand. Da fehlen eigentlich, du kannst das gar nicht erklären in Worten wie, warum oder was. Das ist einfach krass, das verzeichne ich unter Kulturunterschied. Wie gesagt, weder gut noch schlecht. Zunächst einmal, aber manchmal kann es halt Probleme dazu geben. Dann, ja, was ist noch hier? Hier in Thailand, ja, wie gesagt, es verändert sich so alles mit was hier in Chiang Mai, was mir hier extrem auffällt, ist, so seit einem halben Jahr schießen hier da gibt es Food Panda, das ist, ich habe in Wikipedia geguckt, Hauptsitz in Deutschland irgendwo, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es das auch in Deutschland, das heißt Panda, Food Panda. Und seit einem halben Jahr schießen da die Foodpanda-Fahrer, die fahren alle mit dem Moped zum Delivery, das ist so ein Delivery-System. Die schießen aus dem Boden mehr wie Pilze. Manchmal stehe ich auf der Kreuzung, bin umringt von lauter Foodpanda-Fahrern, dass ich mich frage, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt in Chiang Mai mehr Foodpanda-Delivery-Fahrer als Einwohner. So ungefähr. Und dann habe ich letztens auch mal was bestellt, dachte mir, aha, super, überhaupt nachgeguckt, deutsches Unternehmen, dachte mir, prima. Du bestellst, also die kochen nicht selber, sondern die holen das irgendwo ab. Haben da eben Verträge mit den verschiedenen Restaurants. Ich bestelle mal bei Duke's Pizza. Steht schon zuerst mal 45 Minuten Wartezeit, denke mal, oh, ist okay, ist nicht sehr schnell, aber, und ich habe es ja jetzt, der Duke ist ja nicht weit weg von mir, sondern vielleicht einen Kilometer, denke mal, okay. Gekommen ist es nach 1 Stunde 25, statt 45 Minuten 1 Stunde 25. Und da dachte ich mir, deutsche Pünktlichkeit geht anders, aber dafür war es echt megamäßig kalt. Und
passt auch irgendwie so zur Kultur dazu, es ist da irgendwie scheißegal. Da gibt es nichts. Ich glaube, in Österreich würde es direkt gratis kriegen, dafür, dass erstens so viel zu spät ist und dass es also kalt, also da war keine Restwärme mehr irgendwo da. Und das ist so etwas in Thailand, dass die Qualitätsstandards sind noch immer sehr, sehr anders. So wie gesagt, die thailändische Kultur ist kaputt, aber nicht in dem Sinn, dass diese an Qualität von der Nullqualität zur Qualität zugenommen hätte. Na, die Qualität ist noch immer eigentlich relativ so am untersten Level, genauso wie die Zuverlässigkeit. Ich bin da immer zu einem Bäcker gegangen und früher war das so, dass die halbe Zeit hatte der keine Sachen, die ich kaufen wollte. Mittlerweile so, wenn ich 5-mal hinfahre, hat er es einmal. Und das ist halt dann auch so der Punkt, wo du denkst, ich möchte da gar nicht mehr hinfahren. Also es ist die Nana-Bäckerei hier in Chiang Mai. Darf man das sagen aus datenschutzrechtlichen Gründen? Keine Ahnung. In Thailand wahrscheinlich schon noch. Da fährst hin und denkst, der hat das Brot nicht, der hat die Schnecken nicht. Und dir denkt man ganz einfach, irgendwie auf Dauer, wenn du hier bist, man könnte sich daran gewöhnen, oder ich habe mich daran gewöhnt. Ich dachte mir, okay, ist eine kleine Bäckerei, ist eigentlich vom Ausländer betrieben, aber der betreibt es echt, mittlerweile habe ich so das Gefühl, krasser als ein Thailänder noch. Also mit 5-mal einmal das haben, da denkst du echt, du gehst in den Laden rein und denkst, da bin ich in der DDR oder wie, weißt du, ich meine, so kriege ich einen Brief nach Hause, wenn der mal jetzt eine Schnecken hat oder nicht, muss man Kinder haben, dass man es zugeteilt bekommt, wie seinerzeit in der DDR die Bananen oder ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was wollte ich noch erwähnen? Ja, und ansonsten, ach, doch, eines gibt es noch zu sagen. Soll ich das überhaupt sagen? Was mir hier auffällt, ist, ich gehe ja sehr gerne in Kaffeehäuser. Und nicht hier, weil das ist ja ganz Spezielles, das hat auch einen Style, ich finde nichts Ähnliches hier in Chiang Mai. Aber ich bin so in anderen Kaffeehäusern ja auch manchmal, weil das hier eben sehr weit weg ist. Und da fällt mir auf, in letzter Zeit auf einmal haben alle die gleiche Mucke, die gleiche Musik, die spielen. Und zwar so eine, wo ich mir denke, so, da hatte ich mal gerade von McDonalds irgendwas gelesen, einen Amoklauf, da habe ich mir gedacht, ich könnte mir vorstellen, wenn so eine Musik gespielt wird, dass man dann jemanden erschießt, irgendwie, irgendeine Frau hat irgendwen erschossen bei McDonalds, wahrscheinlich im Mac-Café, ich weiß es nicht. Hier, es haben alle auf einmal diese, wie ich sie sonst kenne von den Filmen aus den 60er Jahren, wo so mit Saxophon und so Bass so, ich weiß nicht wie, das so eine, wo kein Rhythmus drinnen ist, das ist eine Musik, also ich glaube generell, wenn ein Saxophon dabei ist, dann ist das schon einmal Musik, wo ich mir denke, bitte, also für mich wäre es angenehmer, es wird jemand einen Presslufthammer von einer Baustelle aufnehmen und das vorspielen als Musik, weil das musikalischer ist oder mehr Rhythmus hat als diese Musik. Und das fällt mir hier komischerweise auf, wo du fragst, waren die alle auf dem gleichen Seminar? Und da sind wir schon wieder bei der Kultur, siehst, da fällt mir noch was ein, zu Thailand generell, weil das passt genau, das erklärt das auch. Ich habe noch nie so ein gleichgerichtetes, so ein uniformes Volk gesehen wie die Thailänder. Das ist echt komisch. Wenn ich an Österreich zurückdenke, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber bei uns war in jedem Tal eine andere Kultur. Da war in jedem Tal, haben die Menschen anders gedacht. In Thailand, es ist wurscht, wo du hinreist, du reist auf einer Fläche, die ist unglaublich, während in Österreich 3 Kilometer weiter fährst und du denkst, du bist in einem anderen Kulturkreis, manchmal, wo die Leute auch gar nicht mehr verstehst vom Dialekt her, irgendwo in den Bergen, das ist mal passiert, mal im Mölltal, da bin ich echt irgendwo nach einer Brücke oder irgendwo mal nach 3 Kilometern, davor die Leute noch verstanden, 3 Kilometer weiter, auf einmal, ich dachte mir, die Leute, die bellen. Das war ganz krass. Und in Thailand hier es ist so gleichgerichtet, alles, eben wie mit dieser Kaffeehausmusik. Du denkst, das gibt's ja nicht. Und genau wie ich ja schon gesagt habe, es haben alle diese Kinderstühle und du siehst irgendwie, das ist ein unglaubliches Phänomen für mich, wie das Volk hier, das habe ich noch immer nicht herausgefunden, wie die hier getrimmt werden. Also deren Grundkultur wahrscheinlich ist die Gleichrichtung. Weil die Kultur verändert sich ja. Die Kultur, die vor 70, 80 Jahren noch war, da wurde
die thailändische Kultur von irgendeinem so einem Diktator, also Thailand hat eh fast nur Diktatoren, die demokratisch gewählt werden, komplett ausgerottet, weil vor 70 Jahren sind alle thailändischen Frauen noch oben ohne gerannt, selbst in Bangkok, und der hat dann gesagt, okay, passt, Todesstrafe, oben ohne geht nicht mehr. Wenn man nicht glaubst, guck dir, da gibt es bestimmt noch auf YouTube, aber auf YouTube sind die wahrscheinlich auch wieder alle weg, wegen oben ohne. Wenn du da Videos angeguckt hast, noch von vor 20 Jahren hier von irgendwelchen Bergvölkern, da siehst du keine ältere Frau im Bergvolk, die obenrum bedeckt wäre, weil das für die normal war. Und deswegen, ich sage so, in Thailand, das ist, boah, die Gleichrichtung, die ist krass. Und es gibt halt keinen, also wenn es einen Aufstand gibt, dann gibt es ja hier ein Militär dafür. Habe ich noch etwas? Ah, okay. Gibt es sonst noch etwas? Nee. Ansonsten habe ich eh schon alles im Endeffekt erzählt. Das ist mir halt aufgefallen, oder ja, Größte war jetzt eigentlich über die Kultur, das ist eben schwierig zu erklären. Ansonsten, ich freue mich, dass du dir das Video angesehen hast. Wenn du ein Fan von mir bist, gib dem einen Daumen nach oben oder abonniere den Kanal. Aber wenn du den Kanal abonnierst, dann musst du auch die Schelle drücken, weil abonnieren selber bringt ja nichts. Wenn du benachrichtigt werden willst über neue Videos, ein Abo alleine bringt man nichts, erwähne ich ja sonst auch meistens gar nicht. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und sag Servus, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, freut mich, Servus.